Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, Ihnen heute etwas über Stahlfaserbeton und Leistungsklassenprüfungen erzählen zu dürfen. Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen ermöglicht heute schon vielseitige Anwendungen und in Zukunft Möglichkeiten, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken. Wie so vieles im Leben beginnt alles mit der Planung. Prüffähige Statiken werden nach der Richtlinie Stahlfaserbeton erstellt und so in Leistungsklassen eingeteilt. Der mit Abstand größte Teil der zu bemessenden Bauteile nimmt der Industrieboden ein. Die wird so bei 85 bis 90% liegen. Aber auch Bodenplatten im Wohnungsbau, Wände und Fertigteile sind in vielen Fällen möglich. Bodenkennwerte, Umweltbedingungen und natürlich Lasten werden betrachtet und fließen in das Bemessungsprogramm ein. Ziel ist es, Bauteile, die in Leistungsklassen berechnet werden können, gar nicht mehr in herkömmlicher Weise, also mit Mattenbewährung oder Stabstellen zu planen, sondern gleich mit Stahlfaserbeton nach Richtlinie zu bemessen. Die Leistungsklassen werden unterteilt in L1 und L2-Werte. Hierbei steht der L1-Wert für die Gebrauchstauglichkeit und der L2-Wert für die Tragfähigkeit und beschreiben die Nachrisszugfestigkeit am Balken bei einer Rissaufweitung von 0,5 und 3,5 mm. Garantiert werden die Werte durch die kilogrammgenaue Dosierung, natürlich mit geeigneten Dosiergeräten, die wir Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung stellen, der geprüften Fasergehalte mit der geprüften Faser. Die entsprechenden Fasergehalten werden auf dem Lieferschein dokumentiert und sind somit eine garantierte Leistung. Somit wird aus einem Beton mit Stahlfasern ein werksgemischter Stahlfaserbeton nach Richtlinie. Ja, um Fehler bei der Herstellung des Betons und der Balken zu vermeiden, ist natürlich auf einen gewissenhaften Verlauf der Versuche zu achten. Zum Beispiel ausreichend Personal, da ein Betonbalken auch schon mal gerne 50 Kilo oder mehr wiegen kann. Es darf an dem Prüftag zum Beispiel kein Beton mit Luftporen ausgeliefert werden, da sich diese Luftporen im Prüfbeton hinterher wiederfinden. Das Mischfahrzeug darf kein Restwasser in der Mischtrommel enthalten. Die Luft- und Betontemperaturen sollten sich im Normalbereich bewegen. Das Befüllen der Balken darf nur mit geeigneten Geräten geschehen. Die Lagerung der Prüfbalken sollte unter Laborbedingungen stattfinden. Nach ca. 2 bis 3 Tagen sollten die Balken ausgeschalt und luftdicht in Folie verpackt werden, um das Austrocknen der Balken zu verhindern. In diesem Zustand werden die Balken bis zur Prüfung der Nachrisszugfestigkeit belassen. Ebenfalls wichtig ist der Transport der Balken vom Herstellort zum Prüfinstitut. Er muss erschütterungsfrei erfolgen. Ein geeignetes Prüfinstitut ist sehr wichtig, da nicht jedes Prüfinstitut, das eine Prüfmaschine besitzt, auch in der Lage ist, die Versuche nach Richtlinie entsprechend durchzuführen. Aber keine Angst, Kramp-Karrenx begleitet die Projekte bei der Auswahl der geeigneten Betonrezeptur, der Herstellung des Betons und der Balken. Natürlich werden Hinweise auf eine korrekte Nachbehandlung und Lagerung geliefert. Mit Balkenform Rütteltisch wird das nötige Equipment zur Verfügung gestellt. Und natürlich hat auch von Kramp-Karrenx niemand Angst, sich die Finger schmutzig zu machen. Gerne ziehen wir unsere gelben Jacken an und sind Ihnen bei der Durchführung der Versuche behilflich. Da die Prüfungen leider jedes Jahr wiederholt werden müssen, stehen wir in regelmäßigen Kontakt und Austausch mit unseren Kunden, um den nächsten Termin nicht zu verpassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick über Leistungsklassen und Leistungsklassenprüfungen geben und Ihr Wissen die Angst nehmen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.